Unsere heutige Frage lautet: Wie kann ich meinen Körper dabei unterstützen, dass er gerade und aufgerichtet durchs Leben gehen kann und den Dramen der Welt mit Gelassenheit begegnet? Unsere Antwort darauf: Nutze CBD als Gesundheitsversicherung. Dann stellt sich natürlich sofort die nächste Frage: Was ist CBD und wie wirkt es? CBD ist der Hauptbestandteil der Pflanze Hanf, lateinisch Cannabis genannt. CBD ist Nahrung für das Endokannabinoide-System. Das ist das Rezeptorensystem des inneren Gleichgewichts. Diese Rezeptoren finden sich im gesamten Körper verteilt, in verschiedenen Systemen, und genau dort wirkt das CBD für die Homöostase, die Selbstregulation, also das Fließgleichgewicht. Also das, was uns im Yoga schon immer erzählt wurde: Wir sitzen in unserer Mitte, gelassen, sind ausgerichtet, und genau dafür unterstützt CBD. CBD stellt die physische Grundlage bereit, dass diese innere Gelassenheit, wie wir sie im Yoga üben, dass wir sie ins Leben übertragen können. Also dass das, was wir im Yoga machen, nicht nur halt eine Stunde reicht, sondern dass wir diese Ruhe und Gelassenheit in den Tag mitnehmen können und durch den Tag mit unser Leben gestalten können. Und die Frage ist jetzt halt: Wie kann CBD als Gesundheitsversicherung genutzt werden? Wenn wir CBD bewusst nehmen, bekommen wir halt schneller mit, wenn wir unsere Ausrichtung und Mitte verlieren, und können schneller handeln. Es ist so wie bei dieser Puppe, die sich ganz schnell wieder aufrichtet, also das Stehaufmännchen ist wie die Ausgleichsmasse im Stehaufmännchen, das dafür sorgt, dass sie immer ganz schnell wieder aufstehen kann und sich ausrichtet, wenn mal ein Sturm durchs Leben gezogen ist. Wie kriegen wir das hin? Woher weiß ich, wie funktioniert es mit der Bewusstsein? Dafür haben wir einen Fragebogen. Und dort können wir sagen: Okay, das CBD, wie kann ich es herausfinden? Natürlich, ich kann es kosten, wie es wirkt. Oder ich kann es nicht kosten, weil ich habe es gerade nicht vor mir stehen. Okay, wenn ich es kosten kann, gibt es die nächste Variante. Ich fühle eine Wirkung in mir. Oder ich merke nichts. Wenn ich eine Wirkung fühle, kann es sein, dass es sich für mich gut anfühlt. Ich fühle mich aufgerichtet, bin mutiger, stabiler. Also es fühlt sich einfach gut und richtig an und sagt: Ja, das passt für mich. Oder ich sage: Nee, es fühlt sich schlecht an. Es erzeugt Schmerzen. Ich kriege ein Kratzen im Hals oder ich kriege Kopfschmerzen oder ich werde unsicher und ängstlich. Und dann, wenn es sich gut anfühlt, kann es sein, dass ich sage: Ja, ich nehme es ja gern jeden Tag und erreiche damit mein Ziel, das da heißt, Gesundheit heißt, ich gehe voller Freude und Gelassenheit meinen Weg. Ich merke, wenn der Körper aus der Balance gerät und es ihm schwer wird, und handle sofort. Weil das ist die beste Voraussetzung für Gesundheit, wenn ich so bewusst halt durch meinen Tag gehen kann. Und dabei unterstützt mich das CBD als Grundnahrungsmittel. Oder ich vergesse es zu nehmen. Ich stelle immer wieder fest: habe es ja gar nicht genommen. Warum eigentlich nicht? Genau. Und anhand diesem Fragebogen können wir jetzt sagen: Wie sind wir auf unserem Weg zur Gesundheit? Und da 1111, also ich nehme es gern jeden Tag, ich gehe voller Freude und Gelassenheit meinen Weg. Also da sagen wir: Ja, wir sind mit der Gesundheit auf einem guten Weg. Uns kann ja nichts hinterrücks überfallen, weil ich merke ja, wie ich im Leben unterwegs bin. Ich fühle es und es fühlt sich gut an. Mein Leben ist im Flow. So ist es genau richtig. Mein Körper meckert nicht in einer Tour rum und sagt: Da ist was und da ist was und da ist was. Also mein Leben fühlt sich gut an. Bei den anderen beiden kann man sagen: Tja, wenn ich es vergesse, ist es so, das ist ein typisches Stammhirnsymptom. Also wir vermeiden es, in unsere Aufrichtung zu gehen. Und das fühlt sich schlecht an. Da muss man natürlich gucken, was für Symptomatiken löst es aus. Und die: Ich merke nichts und ich kann es nicht kosten, können wir nur sagen: Ja, okay, kann so sein, wir wissen nicht, sind Fragezeichen. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Wenn wir im grünen Bereich sind, müssen wir nichts tun, da können wir einfach so weitermachen, nehmen täglich unser CBD, fühlen, dass wir gut in unserem Gleichgewicht sind und können auf dem Weg gut gehen. Haben halt CBD gut als Gesundheitsversicherung. Gesundheitsversicherung heißt nicht, wir schließen die Augen und gucken also nicht hin, wenn das nun rot oder gelb ist. Rot oder gelb heißt für eine Gesundheitsversicherung, dort muss hingeguckt werden.
Und dann ist die Frage, wie können wir da hinschauen? Und da sage ich, Skio verrät mir, was den Weg in die Aufrichtung und damit in die Gesundheit blockiert. Das heißt, ich habe ein Skio-Gerät hier stehen und kann testen, wie wirkt genau das CBD-Öl auf diesen Körper. Und da interessiert mich natürlich ganz besonders das, was blockiert, hier grün markiert. Grün heißt, das sind die Meridiane, also die Gewebe, wo die sagen, nein, Aufrichtung und gerade aufgerichtet durchs Leben gehen, mit mir nicht. Da haben wir sozusagen die Nerven, die dort sind, die sagen, ja, nee, könnte gefährlich werden, weil wenn ich gerade und in meine Aufrichtung komme, dann löse ich ja Ärger bei anderen Leuten aus. Oder der Magen, der dann sagt, das löst Ärger aus. Nee, wollen wir ja gar nicht. Und es blockiert und ist halt bei jedem anders und immer wieder neu. So, hier hätten wir, ich probiere dann natürlich und sage, Körper, was meinst du? Könntest du dich doch noch da arrangieren? In dem Fall hier hat er bei den Nerven dann gesagt, okay, ja, korrigiert, können wir gehen. Aber beim Herzen hat er zum Beispiel hier gesagt, nee, auch mit Überredungsversuch mag ich das nicht. Das heißt, dieser Mensch sollte sehr vorsichtig damit umgehen, weil er zu den Menschen wahrscheinlich gehört, die sich gern übernehmen und die Lasten anderer gerne tragen. Das überfordert natürlich das Herz. Und wenn man sich sowieso schon überfordert und dann noch in die Aufrichtung geht, da stöhnt das Herz halt auf. Das verändert sich auch. Also von daher, hier haben wir dann, wo wir dann feststellen müssen, die Ahnen wollen das nicht, was immer da los ist. Das heißt, da müssen wir hingucken. Und hier ist auch mal gelb. Gelb heißt so, hingucken, dort schwächt es schon etwas. Ist nicht kein hartes Nein, soll nicht, sondern da wackelt schon. Also das sind die Punkte, wohin geguckt werden muss. Und die Weißen und die Violetten sind immer die, wo sagen, ja, davon will ich mehr. Das stärkt mich. Ich möchte in die Aufrichtung gehen. Ich möchte damit unterstützt werden. Und dann kann ich natürlich sagen, wo kann ich das ausprobieren? Weil steht ja, probiere aus und stelle es selbst fest. Und da haben wir, sagen wir natürlich bei deinem Mentor des Studiennetzwerks und auf unseren Schweinehundpartys. Wir können uns einfach bei unserem Netzwerktreffen kennen. Die nächsten Termine findest du immer auf senknet.de. Wir wollen halt gemeinsam gesund sein, indem wir füreinander da sind und halt lernen, miteinander in unserer Aufrichtung, in unserer Einzigartigkeit zu gehen. Da es teilweise noch etwas ungewohnt ist, üben wir es halt auf unseren Schweinehundpartys. Ich kann natürlich sagen, wo kann ich jetzt testen lassen, ob es für mich gut ist oder nicht gut ist, weil ich fühle ja nichts oder ich kann es jetzt gerade nicht ausprobieren. Und sonst kann ich sagen, bei jedem Skio-Therapeuten oder halt direkt bei mir und das online weltweit oder in meiner Praxis. Das Gute an Skio ist, er arbeitet halt auch über das Quantenfeld. Man muss also nicht bei mir hier nach Hamburg kommen. In meiner Praxis Selbstheilungsberatung, www.selbstheilungsberatung.de. Dann stellt sich natürlich die nächste Frage, welche CBD-Produkte nutze ich? Weil der Markt ist ja riesengroß und es gibt immer das, ja, die sind belastet und die sind nicht sauber und das ist besser oder jenes ist besser. Ich sage, interessiert mich gar nicht, weil ich habe meine Grundsätze für die Produktwahl. Und wenn ich nach den Grundsätzen gehe, schränkt sich die Masse des Marktes automatisch ein. Und der erste Punkt ist bei mir Qualität. Also vom Samen bis zu mir möchte ich, dass die Qualität sichergestellt wird. Das ist mir sozusagen ein sehr wesentliches Kriterium. Ein zweites sehr wesentliches Kriterium ist mir die Ethik des Unternehmens. Wie stellt sich das Unternehmen auf? Wie geht es mit seinen Mitarbeitern um? Wie geht es mit anderen Menschen um? Also wie positioniert es sich? Das dritte ist die Spezialisierung und Forschung. Also ich möchte schon, dass die Firma sich voll darauf spezialisiert hat, mir gute CBD-Produkte zu geben, die mich in mein Gleichgewicht bringen, also die genau auf den Bereich ist, also nicht nur Produkt 300 im riesigen Sortiment des Warenlagers. Und die halt dann auch forscht und natürlich diese Forschungsergebnisse uns auch zur Verfügung stellt, sodass wir auf diesen Forschungsergebnissen aufsetzen können, daraus lernen können. Und was mir bei Cannabis-Produkten natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist 0% THC. Das heißt, ich möchte nichts Psychoaktives haben, wo ich dann noch wegtrifft. Also mein Geist schwebt so schon gut. Ich brauche nicht noch einen Flugschein. Sonst mag ich natürlich guten Geschmack. CBD pur, also Hanf pur, schmeckt sehr bitter, ist nicht so meine Geschmacksrichtung. Habe ich keine Lust, richtig in mein Leben zu integrieren. Natürlich möglichst als Lebensmittel.
und natürlich für Säuglinge und Schwangere zugelassen. Also es sollte einfach gut verfügbar, gut verträglich sein, also sollte entsprechend hergestellt werden. Also ich möchte, dass halt die Produkte, die ich weiterempfehle, im Network Marketing vertrieben werden, damit es halt auch Mütter und Menschen ohne Ausbildung durch Weiterempfehlung schaffen können, sich finanziell abzusichern, einfach weil sie das leben, was sie am besten können. Das Muttersein und das Füreinander-Dasein, also wahre Menschlichkeit. Durch diese Vertriebsform ist es halt möglich. Wir können damit halt dieses Muttersein und das Füreinander-Dasein zur bestbezahlten Berufung machen, halt mit Rentenabsicherung und Absicherung der Nachkommen. Wenn ich halt Menschen dabei unterstütze, gerade und aufgerichtet durchs Leben zu gehen, können sie halt das auch für sich umsetzen. Und wenn ich diese Grundsätze für die Produktwahl habe, ist mein Markt auf einmal sehr klein, weil es gibt nur noch die Firma Kennedy, die das für mich so möglich macht, mit ihrer Mutterfirma halt Medical Marijuana Inc. Und deshalb habe ich mich so entschieden und empfehle es natürlich deshalb so weiter. Und habe auch mich jetzt deshalb um diesen gesamten anderen Markt erstmal nicht kümmern, weil ich habe mich fokussiert auf das, was mir wichtig ist, auf meine Grundsätze, auf das, wie ich mich positionieren möchte. Die Grundsätze du hast, kann ich nicht wissen und kann dir nur sagen, das finde ich gut, nutze es für mich, wie funktioniert es und lade dich ein, dabei zu sein. Dann natürlich, wenn du weitere Fragen hast, stell sie gerne auf unser Netzwerktreffen. Du findest sie halt immer auf senknet.de oder nutze unsere Plattform fragdichgesund.de. Ich gebe dir auf deine Frage halt auch eine Antwort. Bis demnächst.